Font-Size auf dem HTML-Element setzen? Bloß nicht. Ahoi beim WebDevLab. Ich erkläre dir heute, weshalb man diese Definition auf Websites immer noch findet und weshalb du das auf keinen Fall mehr machen solltest. Wieso machen Leute das überhaupt? Für Schriftgrößen nimmt man die Einheit Rem und ein Rem entspricht standardmäßig in Browsern 16 Pixeln. Wenn man dann umrechnen will, kommen etwas krumme Werte dabei raus, die man sich schlechter einprägen kann. Setzt man auf dem HTML-Element allerdings die Schriftgröße 10 Pixel, wird die Rem-Umrechnung plötzlich ganz leicht, weil man nur das Komma um eine Stelle verschieben muss. 42 Pixel in Rem, easy, 4,2 Rem statt 2,625 Rem. Klingt erstmal total gut, aber weshalb du keine Font-Size auf dem HTML-Element setzen solltest. Rem wird als Einheit für Schriftgrößen benutzt, weil es keine absolute Einheit wie Pixel ist. Das heißt, User können nach eigenem Bedarf die Standardschriftgröße in ihrem Browser anpassen. Zum Beispiel, wenn sie schlechter sehen, können sie standardmäßig erhöhen und alle Websites, die Rem benutzen, haben damit automatisch eine größere Schrift. Das liegt daran, dass ein Rem der Schriftgröße in Pixeln auf dem HTML-Element entspricht und diese wird durch die Standardschriftgröße im Browser gesetzt. Ändert ein User diese Größe auf beispielsweise 22 Pixel, dann gilt eine Font-Size 22 Pixel für das HTML-Element und damit entspricht dann ein Rem ebenfalls 22 Pixeln. Dieser Automatismus wird allerdings kaputt gemacht, wenn eine Website selbst eine Schriftgröße für das HTML-Element definiert, da das CSS der Website das des Browsers überschreibt. Siehe dazu auch das Kapitel über die Kaskade in meinem CSS-Video. Dass User die Schriftgröße in ihrem Browser anpassen können und eine Website diese Einstellung respektiert, ist außerdem ein Accessibility-Feature und sollte nicht von der Website kaputt gemacht werden. Was kannst du tun? Hat man erstmal eine Zeit lang mit Rem gearbeitet, ist die Umrechnung viel leichter. Aber falls das für dich nicht funktioniert, gibt es auch andere Wege. Nutzt du einen Preprocessor wie Sass oder Less, kannst du dir einfach eine Function schreiben, der du Pixelwerte übergibst und die dann die Umrechnung in Rem für dich macht. Hast du einen Postprozessor wie PostCSS im Einsatz, hilft ein Plugin wie Pix2Rem, das nachträglich die Umrechnung vornimmt. Da eine Website aber mit einer überschaubaren Menge an Schriftgrößen arbeiten sollte, kannst du dir auch in CSS einfach ein paar Custom Properties definieren, für die du einmalig die Umrechnung machst. Im Namen der Custom Property verwendest du dann die Pixelgröße. So kannst du im Kopf weiter mit den Pixelgrößen arbeiten, aber eigentlich werden immer Rems gesetzt. Der 62,5% Hack. Alternativ zur festen Definition von HTML Font-Size 10 Pixeln gibt es übrigens auch noch die Variante, Font-Size 62,5% zu setzen. 62,5% von 16 Pixeln sind nämlich auch wieder 10 Pixel. Und ja, damit passt sich deine Seite wieder dynamisch an die Einstellung des Users im Browser an. Solange deine Seite nur Code von dir beinhaltet, geht das auch gut. Bindest du aber Code eines Drittanbieters ein, der sich auf den Browserstandard verlässt, ergibt sich eine komische Mischung, in der der Teil des Drittanbieters viel zu klein ist. Tu dir und vor allem deinen Usern einen Gefallen und lass das einfach ganz sein, an der Font-Size auf dem HTML-Element Veränderungen vorzunehmen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast etwas gelernt. Dann lass gerne ein Like da und schreib einen Kommentar unter das Video, wenn du Anmerkungen hast. Das nächste Video kommt raus, wenn es fertig ist und wenn du das nicht verpassen möchtest, abonnier doch den Kanal. Bis dahin, happy coding und tschüss tschüss!